drehst die Zeitung um die Stricknadel und trotzdem klappt es nicht? Na, sicher, wieder so ein genialer Lifehack aus dem Internet. Aus einer Zeitung soll plötzlich etwas Richtiges entstehen. Quatsch! Nicht mal die Zeitungsröhrchen lassen sich ordentlich drehen, geschweige denn eine ganze Korb daraus flechten. Stopp, kein Stress. Genau solche Gedanken hatte ich vor vielen Jahren, als ich zum ersten Mal versuchte, einen Korb aus Zeitungen zu flechten. Damals hat es überhaupt nicht geklappt. Heute weiß ich jedoch genau, welche Fehler ich gemacht habe und warum sich die Zeitungsröhrchen einfach nicht drehen ließen. In diesem Video spreche ich über die 3 wichtigsten Fehler, die Anfänger daran hindern, schnell gute Ergebnisse zu erzielen. Sie zu beheben ist einfacher, als man denkt. Lasst uns das gemeinsam herausfinden. Der erste Fehler ist falsch geschnittenes Papier. Das Hauptmaterial zur Papierherstellung ist Zellulose, die aus faserhaltigen Rohstoffen wie Holz, Pflanzen und Altpapier gewonnen wird. Deshalb enthält die Struktur von Papier winzige Fasern, ähnlich kleinen Härchen, die das Papiergewebe bilden. Um Zeitungsröhrchen leicht und problemlos drehen zu können, muss das Papier unbedingt entlang der Faserrichtung geschnitten werden. Andernfalls lassen sich Papierstreifen, die quer zu den Fasern geschnitten wurden, nur sehr schwer zu Röhrchen drehen. Aber wie erkennt man die Faserrichtung? Es gibt eine einfache und bewährte Methode. Zerreiße das Papier mit den Händen. Wenn der Riss eine relativ gerade Linie bildet, reißt das Papier entlang der Fasern. Wenn die Risslinie jedoch stark wellig ist, reißt das Papier quer zu den Fasern. Ein paar Sekunden für die Prüfung der Faserrichtung und die zugeschnittenen Streifen werden zur perfekten Grundlage für deine Röhrchen. Seitdem ich auf dieses Detail genauer achte, habe ich viel weniger Schwierigkeiten beim Drehen der Röhrchen. Der zweite Fehler beim Drehen von Zeitungsröhrchen ist eine tanzende Stricknadel. Was bedeutet das? Das Grundprinzip beim Drehen der Röhrchen ist, dass das Papier auf einen dünnen und stabilen Stab aufgerollt wird. Eine Stricknadel ist dafür ideal. Sie ist robust und hat einen festgelegten Durchmesser. Damit ein Zeitungsröhrchen richtig wird, muss die Stricknadel in einem sehr spitzen Winkel zum Rand des Papierstreifens liegen. Ein solcher Winkel ermöglicht es, ein Röhrchen mit einer kurzen spitzen Spitze zu drehen. Warum ist das wichtig? Ein Zeitungsröhrchen ist größtenteils wie ein Zylinder geformt und nur ein Ende hat die Form eines Konus. Beim Verlängern wird diese Spitze normalerweise abgeschnitten, damit der Durchmesser des Röhrchens konstant bleibt. Außerdem, wenn diese Spitze nicht abgeschnitten wird, wird die Verbindungsstelle der Verlängerung nicht fest anliegen. Dieser Ansatz lässt es so aussehen, als ob das Geflecht aus einem einzigen, extrem langen Röhrchen besteht. Die Platzierung der Stricknadel in einem spitzen Winkel hilft, die Spitze kürzer zu machen, so dass weniger abgeschnitten werden muss. Das ergibt eine logische Kette. Kürzere Spitze, weniger Schnittabfall, längere Arbeitslänge und geringerer Röhrchenverbrauch pro Produkt. In diesem Moment hat sich das Puzzle in meinem Kopf zusammengesetzt. Ich erinnere mich aber gut daran, dass ich anfangs Schwierigkeiten hatte, das Papier um die Stricknadel zu wickeln, die in diesem spitzen Winkel lag. Deshalb habe ich unbewusst angefangen, die Stricknadel zu bewegen und ihr Winkel hat sich ständig verändert. Das Ergebnis? Die Zeitungsröhrchen waren locker, hatten unterschiedliche Durchmesser und Längen. Dann habe ich beschlossen, mehr auf die Position der Stricknadel zu achten. Es stellte sich heraus, dass die Röhrchen gleichmäßig und fest werden, wenn die Stricknadel unbeweglich bleibt. Aber wie hält man die Stricknadel ruhig, um diesen Fehler zu vermeiden? Jetzt erzähle ich euch, was mir geholfen hat, dieses Problem zu lösen.
Für mich war die größte Herausforderung, die ersten Windungen hinzubekommen. Das Papier rutschte einfach über die Oberfläche des Tisches und der Stricknadel und ließ sich nicht wickeln. Das war wie ein Eistanz. Kein Halt. Um dieses Problem zu lösen, habe ich zuerst das Rutschen des Papiers auf dem Tisch verhindert. Eine Küchenmatte aus Silikon ist hier sehr hilfreich. Die gibt es in den meisten Haushaltswarengeschäften. Sie verhindert nicht nur das Rutschen, sondern ist auch leicht zu reinigen, kompakt und praktisch. Aber die Matte löste nur die halbe Herausforderung. Das Papier rutschte weiterhin auf der Stricknadel und wollte sich einfach nicht wickeln lassen. Hier habe ich einen einfachen Trick gefunden. Die Fingerspitzen anfeuchten. Wenn die Finger leicht feucht sind, haftet das Papier daran. So funktioniert es. Ich befeuchte meine Finger leicht mit einem feuchten Schwamm oder Tuch. Dann berühre ich die Papierkante, die sofort an meinen Fingern haftet. Danach wickle ich das Papier um die Stricknadel und das leicht feuchte Papier haftet an sich selbst. Dank dieser kleinen Tricks sind die ersten Windungen viel einfacher und schneller geworden. Außerdem, wenn die Oberflächen gut haften, lässt sich die Stricknadel leichter kontrollieren. Sie hörte auf, sich ständig unter meinen Händen zu bewegen. Aber erst nachdem ich mehrere hundert Zeitungsröhrchen gedreht hatte, bemerkte ich einen weiteren Fehler. Nachdem ich ihn behoben hatte, konnte ich endlich sagen, ja, jetzt bin ich zufrieden mit meinen Zeitungsröhrchen. Also, der dritte Fehler, den ich besprechen möchte, ist ein schwacher Griff. Was meine ich damit? Das passiert, wenn die Zeitungsröhrchen locker, schwach, weich und unförmig werden. Ich habe bemerkt, dass einer der Hauptgründe dafür schlecht zusammengerolltes Papier ist. Dadurch verlieren die Röhrchen an Festigkeit und Form. Das Ergebnis sind Röhrchen, die oft über die gesamte Länge kegelförmig sind und beim Färben schnell ihre Form verlieren. Ein No-Go für hochwertiges Flechten. Dann kommt einem der einfache Gedanke, vielleicht muss man einfach mehr Druck auf die Stricknadel ausüben, damit das Papier enger anliegt. Ich habe es ausprobiert und ja, die Röhrchen wurden tatsächlich fester. Aber dann passierte Folgendes. Meine Finger wurden sehr schnell müde. Sie taten weh und wurden extrem empfindlich. Das hat mich natürlich frustriert. Ich konnte nicht verstehen, warum meine Grenze bei 50 Röhrchen lag. Also begann ich nach anderen Lösungen zu suchen. Und wisst ihr, was das Interessanteste ist? Es stellte sich heraus, dass alles viel einfacher und vielleicht sogar unerwarteter ist. Tatsächlich geht es nicht darum, mit sehr viel Kraft die Finger auf die Stricknadel und das Papier zu drücken. Der Schlüssel zur Lösung dieses Problems liegt in der gleichmäßigen Verteilung der Belastung auf alle Finger, die am Prozess des Drehens der Röhrchen beteiligt sind. Bei mir sind das alle Finger außer den kleinen Fingern. Die sind bei mir zu kurz und reichen einfach nicht heran. So arbeitet jeder Finger im Einklang miteinander. Gleichzeitig wird das Papier mit beiden Händen gedreht und in verschiedene Richtungen gespannt. Das klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber so funktioniert es. Mit den Zeigefingern drehe ich das Papier von mir weg auf die Stricknadel, während ich es mit den anderen Fingern zu mir hinspanne. Das bedeutet, dass alle Finger außer den Zeigefingern das Papier unter der Stricknadel glatt streichen und gleichzeitig spannen. So wird das Papier viel dichter eingerollt und jede Schicht im Inneren des Röhrchens liegt eng an, was verhindert, dass die Röhrchen später ihre Form verlieren. Damit die Röhrchen nicht kegelförmig werden, muss die Spannung des Papiers zwischen den Fingern von Anfang bis Ende des Drehs gehalten werden. Hier steckt die ganze Fingerfertigkeit. Und kein Trick. Dank der gleichmäßigen Verteilung und der leichten Spannung des Papiers beim Drehen konnte ich die Belastung meiner Finger reduzieren, den Prozess beschleunigen und problemlos die benötigte Menge perfekter Röhrchen drehen. Trotzdem bleibt es für mich auch nach Hunderttausenden von Röhrchen schwierig, sehr lange Papierstreifen gleichmäßig zu drehen. Meine Empfehlung für Anfänger lautet daher, fangt mit nicht zu langen Papierstreifen an. Die optimale Länge zu Beginn ist 30 cm. Das hilft euch, das Prinzip des Drehens von Zeitungsröhrchen zu verstehen und sie später zum Flechten zu verwenden.
Wenn ihr euch sicher fühlt, könnt ihr die Länge der Papierstreifen langsam nach und nach verlängern. Ehrlich gesagt habe ich mich selbst auf einer Länge von 45 cm festgelegt. Alles, was länger ist, fällt mir schwerer zu drehen, besonders weil meine Stricknadel nur 35 cm lang ist. In diesem Fall reicht die Stricknadel nur für die halbe Röhrchenlänge und die zweite Hälfte wird ohne Unterstützung gerollt, was besondere Aufmerksamkeit und mehr Übung erfordert. Ohne Übung werden natürlich keine Tipps den gewünschten Erfolg bringen. Deshalb, Freunde, macht euch keine Sorgen über Fehler. Wir haben alle irgendwo angefangen und sind auf Schwierigkeiten gestoßen. Das ist ein natürlicher Teil des Weges eines jeden Anfängers. Aber mit jedem Mal, wenn ihr eure Fähigkeiten übt, wird das Ergebnis nicht lange auf sich warten lassen. Und dieses Video wurde für mich ziemlich nostalgisch, weil ich mich an die Schwierigkeiten erinnerte, mit denen ich zu Beginn meiner kreativen Reise konfrontiert war. Obwohl es bereits ein Video auf meinem Kanal gibt, das sich mit den Geheimnissen des Drehens von Röhrchen beschäftigt, habe ich in diesem Video 3 Schlüsselmomente hervorgehoben, die mir früher am meisten Schwierigkeiten bereitet haben. Wenn ihr dieses Video noch nicht gesehen habt, schaut unbedingt in die Beschreibung. Dort findet ihr den Link dazu. Das war's von mir. Ich wünsche euch perfekte Zeitungsröhrchen und viel Kreativität. Bis zum nächsten Video.